Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und, wie angesagt, wir sind beim zweiten Teil von Nickelodeon und Co. Sag mir, welche Kindheitsfigur ich spreche. Featuring Soso Pinkie Pie. Bin gespannt, wer das ist. Kenne ihn zum Beispiel nicht. Ja. Ich denke, man sieht's. Ich sehe genauso aus wie beim ersten Teil. Ich nehme es direkt danach auf. Weil ich kann nicht warten, bin ich ganz ehrlich. Gerade diese ganzen Stimmen gehört zu haben. Ich bin gespannt, wen wir hier sehen und hören werden. Wir gehen rein. Ohne viel, war wieder viel Gelaber, aber trotzdem wir gehen rein. Oh mein Gott! Ich grad den Trainer. Ich würde dich so gern gerade umarmen. Toll! Irgendwann war so der letzte Tag, wo du Kinderserien geguckt hast. Und du wusstest es einfach nicht. Hi, Daria. Hi. Was geht? Ey, Alles, was Beine... Hussein, bitte. Bitte. Hussein. Du kannst doch bitte, also, nein. Du kannst doch bitte, du kannst nicht so anfangen. Nur das ist gerade ein Tritt ins ein Stich ins Herz. Weil das halt Real Talk ist. So, es ist ja halt wirklich so, jeder hat diese Kinderserien geguckt und irgendwann war wirklich dieser Punkt, du wolltest ja auch älter werden, du wolltest ja auch diese Erwachsenenfilme gucken. Und wenn du dir jetzt diese ganzen Kindersachen anguckst, denkst du dir, wow, wann war dieser Punkt, wo es aufgehört hat? Oder du willst dir die wieder angucken, aber du wirst nie wieder dieses Feeling reinkriegen von damals. Dieses, du bist ein kleiner Bub oder ein kleines Girl und dann sitzt du da und dann vielleicht irgendwas Kleines zum Snacken oder was auch immer, bist da richtig mit Euphorie bei und so. Mann. Oh Mann, ey. Hussein, Mann. hat. Da rein? Hi, ich bin Soso. Okay, das ist Soso. Hi, Soso. Oh, mit Momo. Halleluja. Da war die ja Freifahrtschein. 1, 2. Wir haben auch nur 5 heute. Oh. Ich rieche keine Tiere, also ich glaube wieder Synchro, oder? Wir machen Nickelodeon und Co. heute. Oh mein Gott, was? Oh, perfekt, perfekt. Ich bin 99er, musst du dir vorstellen, ja? 2000er, du bist krank, gehst nicht zur Schule, du bist mit deinem Zwieback und Tee so vor deinem Fernseher und auf einmal kommt Melke mit einem Junge, hä? Das ist auch Riss in der Matrix. Also das ist auch Matrix, Real Talk. Dass wir alle gefühlt das Gleiche so erlebt haben, ne? Ja, genau, 1:1. 1:1. Perfekt, perfekt. Ich bin 99er, musst du dir vorstellen, ja? 2000er, du bist krank, gehst nicht zur Schule, du bist mit deinem Zwieback und Tee so vor deinem Fernseher und auf einmal kommt Melke mittendrin so. Du denkst dir, Wallah, ich dachte, meine Familie ist Klatsche, aber deren Familie ist ja nochmal ganz anders Klatsche. Aber da war ich noch, muss ich ehrlich sagen, gab's noch eine Zeit, ich glaube, da war so dieser Knackpunkt. Da war ich noch dieser Zeichentrick-Typ. Also es gibt ja so verschiedene Arten, gefühlt wie eine Treppe. Du gehst den ersten Schritt, oder ne, du fängst unten an mit diesem ganzen wirklich Kindershit, also Baby-Shit. Dann kommt der nächste Schritt mit Zeichentrick, dann kommt vielleicht der nächste Schritt mit Anime noch ein bisschen dazu. Und dann kommt dieser Knackpunkt, wo es eigentlich bergab geht, gefühlt. Extrem gesagt. Wie Hussein da gerade gesagt hat, dieser Schritt, wo du diese echten Sachen anguckst. Oh. Da frage ich mich auch, so, es ist ja, eigentlich soll man darüber ja nicht nachdenken, so, ne, was passiert wäre, wenn, oder wie wärst du gewesen, wenn, aber es ist ja so, was wäre das frage ich mich wirklich manchmal, so, was wäre aus mir geworden, wenn ich immer bei diesen Anime und Zeichentrick geblieben wäre? Ich hätte kein Herr der Ringe gesehen und so, ne? Okay, das ist noch Fantasy, das ist ja noch okay. Aber, versteht ihr, was ich meine? Es ist ja oft so, dass du nachdenkst und dir denkst, boah, du wärst da ein anderer Mensch gewesen, da ein anderer Mensch. Aber ich glaube, das wäre nochmal ein ganz anderes Ding. Hallo. So, kenne ich da jemanden von? Sag mir nichts. Das nennst du einen Strand? Aha. Candice. Candice? Candice? Das nennst du einen Strand? Aha. Ich muss sagen, das ist sogar für deine Ansprüche ungenügend. Candice von Phineas und Ferb. Wow. Also dafür rufe ich Mom ganz sicher nicht an. Wisst ihr, wenn es euer Ziel ist, beliebt zu werden, solltet ihr irgendwann mal aufhören, im Sandkasten zu spielen. Aber wie sie es auch... Cool, ey, wie sie es auch machen mit den Augen verdrehen und so. Cool. Ich glaube, ich hab's. Die größte Nervensäge und Petze auf diesem Planeten, ja? Ist nicht Candice von... Oh, die Kreuz.
Ich glaube, ich hab's. Die größte Nervensäge und Pets Für Augen, ey. Was ist das? Blau-grau? Hilfe. auf diesem Planeten, ja? Ist nicht Ist hart gesagt, Hussein, aber hast du recht. Candice von Phineas und Ferb? Candice. Candice. Absolut. Okay, es ist immer noch da. Komm schon, Mom. Diesmal könnten wir es auf den letzten Drücker schaffen. Mom! Oh, großes Tor. Alleine dieses Mom, wie sie das rausgehauen hat. Wenn du ab da nicht weißt, dass es Candice ist, hast du nie Phineas und Ferb geguckt. Wesen, das alles auf magische Weise verschwinden lässt, bevor Mom es sieht. Hör auf damit! Dieses Mom, Wahnsinn. das ist so legendär. Sie Ja. will die Jungs immer so anscheißen, aber sie kriegt sich hin, so. Gott ist auf deren Seite, so. Weißt du, was ich meine? Also bist du dir sehr sicher? Ja. Richtig cool. Taco trifft Nacho. Ich nenne es den Ron-Stoppable. Bruder, was ist heute los? Haltet mich fest! Haltet mich fest! Kleb mir den Mund zu, ey, ich bin zu gut heute. Hä? Das ist Ron. Taco trifft Nacho. Ich nenne es den Naco. Die Stimme kenne ich auch, aber das war voll cool. Ja, Wenn Mann. das jemand nach dieser Line erkennt, dann krass. Können wir doch mal. Was? Alleine? Taco trifft Nacho, ich nenne ihn Naco. Alleine da, wenn du Kim Possible geguckt hast, das war eine der lustigsten, den lustigsten Shit, den der da rausgehauen hat. Auch wenn er nur Scheiße gelabert hat. Aber 100 Pro. Können wir noch mal was hören? Wenn gleich Ich nicht sag- Ron ist, Alter, dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, nur, dass man von so einem Ort aus die Weltherrschaft an sich reißen könnte. Ich meine, der Aufwand wäre wirklich minimal. Ein System, um Kommunikationskanäle lahmzulegen, ein paar Raketen. Vielleicht sollte man noch ein paar Fallen installieren. Sie wissen schon, selbstauslösende Laser, eine kleine Lagune mit Piranhas drin. Oh mein Gott, ich kenne diese Stimme. Warte mal. Aber da muss ich ehrlich sagen, bei dem zweiten, da bin ich ganz raus. Ron Stoppable. Unstoppable. Das ist Unstoppable, Mann. Ich habe gerade nur gedacht wegen dem Taco, weißt du? Ich finde immer noch geil, so diese Namen, ne? Ron, Stoppable, Unstoppable, Kim, Possible, Impossible. Das ist so cool. No Nacho oder so, so hieß doch der Laden. Ich kenne die Folge, Mann. Ich habe die locker, seitdem ich, keine Ahnung, 8 bin, nicht mehr gesehen. Wie viel Fernseher hast du vorher geschaut? Wir waren doch so die letzte Generation, die noch mitbekommen hat, wie es ohne Handy war, aber mit Fernseher dafür. Call me, beep me. If you Ja. Okay, Hussein sagte, er ist 99er, ne? Also bei mir, ich muss sagen, ich habe auch einen großen Bruder. Dadurch hatte ich halt schon früh ein Handy, ne? Damals diese Nokia-Brecheisen. Ich glaube mit 8 oder so oder 10 hatte ich schon ein Handy. Aber halt, ne, das alte, abgewrackte von meinem Bruder. Ich glaube sogar mit 8 war das sogar schon. Da gab es richtig Stress damals, das werde ich nie vergessen. Aber mein Bruder hat sich richtig aufgeregt, aber verständlicherweise, ne? Aber auch, das hat ja damit gar nichts zu tun, gefühlt. So, aber ich bin der Meinung, wir sind sogar noch die letzte Generation, die dieses krasse Fernsehen mitgemacht hat. Ne, dieses Werbung und so, weil heute läuft ja alles wirklich nur über dieses Streaming. Zack, Mama oder Papa oder irgendeiner kauft sich Disney Plus, Netflix. No, es gibt ja so viele Sachen, gerade für Kinder. Kaufst du, zack, machst du an, lässt durchlaufen. Ohne Werbung, vielleicht ein bisschen Werbung zwischen, fertig. Und dann lässt du die Kleinen da sitzen und lass sie ihren Spaß haben. So. Kann man natürlich verwerflich finden. Ich muss aber ehrlich sagen, finde ich okay. So, wir sind damit auch aufgewachsen. Natürlich sind wir alle auch ein bisschen hängen geblieben und so. Aber wenn du, ne, irgendwas machen willst im Haus oder so und die Kleinen dich jetzt nicht nerven sollen, hast du das an. So, wenn sie noch nicht alt genug sind, dass sie alleine rausgehen können. Und so, ist okay. Aber ich finde, da musst du halt immer so dieses Zwischending halt finden, ne? Dass du halt sagst, okay, komm, morgens kannst du dir ein bisschen was angucken, mittags vielleicht ein bisschen und abends. Und in dieser Zwischenzeit wird dann irgendwie mit irgendwelchen Sachen gespielt, die du geschenkt bekommen hast, oder du gehst raus, oder wir gehen raus. So, deswegen, ne? Ich weiß nämlich, dass viele sich darüber nicht aufregen. Ja, die gucken heute alle viel zu viel Fernsehen und so. Finde, unsere Generation hat hat bewiesen, dass es auch möglich ist, dass du so durch Leben gehen kannst. Aber
heutzutage ist das ja halt sehr viel. Du musst halt hinkriegen, dass es ausgeglichen ist. Das ist halt das Schwierige. Need me. Hallo. Hi. Hi. Oh. Leute, ihr schuldet Aber den kennen wir doch schon. Den kennen wir doch schon, oder nicht? Oder habe ich den irgendwo falsch gesehen? Weil das ist doch Spencer. mir einen halben Taco. Okay, wie ihr sehen könnt, stehe ich hier gerade am Highway. Und zwar an der Langford-Auffahrt in Richtung Downtown Seattle. Und wie ihr erkennen könnt, gibt es hier eine Menge Autos. Oh, Ist das nicht da? Ist das nicht sogar da, wo der auf diesem Bildschirm hinter Cardi und Sam steht? Mit diese. Ist das überhaupt? War das da bei Cardi oder was bei Drake und Josh? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass er da steht und die Autofahrer nachher blendet und so und nachher geht das aus und dann steht da irgendwas ganz Schlimmes gegen Kali oder so. Ich glaube, das war iCarly. Ich meine, das war das. ich zeig's euch. Wirklich klasse, wie viele Autos hier vorbeifahren. Und das jede Minute. Dieser Ort ist wie dafür gemacht, um ein gigantisches, riesiges, leuchtendes Schild aufzuhängen. Ich sag's ein doch. Schild, Ich sag's doch. Das war die Folge habe ich auch so oft gesehen, ey. Weil ich da immer eingeschaltet habe. wie dieses. Seht ihr? Das Schild. Seht ihr das Schild? Boah, mega, mega erstmal. Das ist mein großer Bruder. Das ist mein großer Bruder, der verrückte große Bruder, der Künstler. Oh mein Gott. Wo ist Momo, wenn man ihn braucht? Also ich kenne die Stimme so gut, aber ich kenne die auch von mehreren Charakteren. Aber Spencer Shay von iCarly. Spencer, Also es könnte Spence sein von iCarly. 100 Pro. Das ist Spencer von iCarly. Du warst wie mein großer Bruder, ja. Oh mein Gott, ich bin in einer Webshow mit Spencer gerade. das ist so crazy. Es ist allgemein so eine Ehre, das alles hier wirklich. Wir haben für Person 3 noch eine zweite Rolle. Ich habe aber mehr als nur ein Talent. Ich bin ein trickreicher Kampfsportler, ein geborener Anführer. Titans, folgt meiner Gedankenkette. Ein Akrobat. Titans? Wie gesagt, ne, dadurch, dass wir den schon in der Anime-Shit hatten, kommt mir halt nur noch hier dieses kleine Opossum da an, aber. Was soll das jetzt sein? Ein Detektiv. Ich habe die festesten Po-Muskeln und bin sogar ein Meister-Beatboxer. Junge, wie geil der das macht. Wahnsinn. Fresh. So krass, wirklich. Oh mein Gott, das ist so iconic, dass es schon wehtut, dass ich nicht weiß, wer es ist. Irgendwie das ärgert mich gerade, ja. Das hat mir mehr so Cartoon-Vibes wiedergegeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Cartoon ist. Hast du drauf geachtet, was er gesagt hat? Er hat richtig starke Po-Muskeln. Kennst du die Stimme auch? Ja. Das sind Figuren, die gab es früher mal in Comics. Tick, Trick und Track, was für Comics. Vielleicht Teen Titans, einfach weil er Titans meint und weil ich das... Ja, ich verträume da jetzt. Oh mein Gott, das ist die Zukunft. Den kenne ich nämlich. Den kenne ich, das ist Lissop. Titans meint und weil ich das... Ja, ich verträume da jetzt. Oh mein Gott, das ist die Zukunft. Meine armen Eltern, meine netten Kollegen, meine Freundin, die werde ich alle nie wiedersehen. Juhu! Wer ist es nochmal? Nein. Ich weiß, dass es Lissop ist, weil, ne, kennt man halt. Ah! Juhu. Fuck! Ich komme nicht drauf. Dings, Futurama. Futurama. Ich hab das geguckt, aber ich durfte. Okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, okay, jetzt sind wir bei Futurama. Es könnte der Hauptcharakter von Futurama sein, dessen Namen ich gerade nicht weiß. So, es ist, jetzt den Namen. Es ist... Niemand weiß den Lila, Da Namen. hatte ich ein bisschen Crush, ehrlich gesagt. Hussein Rede. Halt den Mund und nimm mein Geld. Er heißt Fry. Heißt Fry! Holy shit, stimmt. Einzigen Namen, den man kennt, ist Bender. Fry? Auch hier haben wir eine Zweitrolle. Also jetzt geht es um eine komplett andere Figur und eine andere Serie. Lissop. Hey Jungs, Sag ich doch. riecht ihr das auch? In dem Ferienhaus riecht's irgendwie nach Jauche. Es ist doch nicht Lissop. Aber seine Stimme ist von Lissop, aber er spricht nicht eine Ich kenne diese Stimme. Ihr müsst mir das glauben. Jauche. Ich auch. Ist das Simpsons?
Hey, ich muss mein Zäpfchen einführen. Kannst du mir helfen? Ich habe dir doch beschrieben, wie ich mir das Zäpfchen in den After schiebe. Es wäre leichter, wenn du das übernehmen würdest. Keine Sorge, es geht ganz einfach. Ich zeig's dir. Man nimmt einfach das kleine Dingens hier und ich zieh South Park? die Hose runter und du schiebst es mir einfach rein. Also, die Scheiße, die da gelabert wird, das kann eigentlich nur bei South Park gewesen sein. Steck es mir ganz tief rein. Also es ist auch wieder sowas, was man als Kind lieber nicht gucken sollte. South Park kann sein. South Park? Ja. South Park. Das ist South Park. Ich bin wieder bei Rick und Morty. Wer von denen war das nochmal? Der mit dem Blau. Nein. Nein. Nein? Das war nicht Cartman. Das war der Blaue, oder nicht? Das ist Butters. Stan und Kyle, also die haben ein bisschen mehr Respekt vor sich selber, ja. Der hatte so einen richtig komischen Namen. Mr. Poopy Butthole oder so? Weil ich habe South Park auch immer nur so sneaky. Boah, ich bin so gespannt, wer da gleich um die Ecke kommt, ey. Ciao. Meine Mutter konnte nicht so gut Deutsch und sie hat nicht gecheckt, dass das keine Kinderserien sind. Und dann war ich da so und dachte mir, what the fuck? Jetzt bin ich gespannt. Ich mach mal den ersten Teil in der normalen Stimme, nicht in Ich mach mal den ersten Teil in der normalen Stimme, nicht in der des Charakters. Kleiner Tipp ist aber, 2 Typen laufen in den Sonnenuntergang. Du bist doch mein allerbester Freund. Zwei Typen, Sonnenuntergang. Du bist doch mein allerbester Freund. Wir sind bei Nickelodeon und Togo. Mir fällt da was ein, aber... Gut, er hat gesagt, normale Nochmal. Nur mal kurz eben seine Stimme. Kleiner Tipp ist aber, 2 Typen laufen in den Sonnenuntergang. Du bist doch mein allerbester Freund. Muss Patrick sein. Es muss Patrick sein. Weil dieses dumme Dunkle hat er so ein bisschen in der Stimme. Oder? Bester Freund. Mir fällt halt nur Patrick ein. Ist das Winnie Pooh? Nee. Winnie Pooh? Du bist doch mein allerbester Freund. Du bist doch mein bester Freund. Ist es Patrick? Das ist Patrick. Du bist doch mein allerbester Freund. Geil. Junge, wie die Stimme sich verändert. Wahnsinn. Das ist Patrick! Oh mein Gott, wie toll! Aber das ist die Originalstimme. Von 2000er. Die richtige Patrick-Stimme. Kein Disrespect gegen die neueren Stimmen immer. Also jetzt nicht nur bei Patrick. Das hatte ich ja auch bei der Vegeta-Stimme von SpongeBob gesprochen, ne? Die alte, ganz alte Stimme. Manche machen es halt besser und manche haben halt mehr Erinnerungen in anderen ausgelöst. Das ist einfach so. Das ist halt immer Geschmackssache. Das ist nie Disrespect oder so gemeint. Oder Disrespect gegen die Menschen. Aber es ist halt, ne, halt genau wie Musik. Manche mögen die Sache, manche mögen die Sache halt nicht. Die ist Hammer. Ich so gern gerade umarmen. Es ist ja auch so, Junge, Junge, wenn du diese Stimme hörst, du weißt, wie Patrick drauf war oder wie Patrick ist, und dann hast du da vor dir den Mann stehen, boah. Ich will gerade den Tränen nah. Haben wir noch mehr? Ich will ganz viel Patrick. Vielleicht muntert dich eine Geschichte auf. Sie heißt der hässliche Blaubarsch. Ja. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. So geil. Dicker. Ich muss gerade an diese Stelle denken, wo er angerufen wird und dann gefragt wird, ob da die krosse Krabbe ist. Und er sagt, Nein, hier ist Patrick. Ich guck zur Zeit mit Das ist so wahnsinnig, ne? Wie SpongeBob uns einfach gemacht hat, ey. meiner kleinen Schwester SpongeBob. Okay, die ist 10. Und jetzt wieder die Altstimme von Patrick zu hören, ist verrückt, weil ich so lange nicht mehr gehört habe. Ich fühle mich heute wieder wie 10, Mann. Dankeschön. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Boah, das ist
Ich muss ehrlich sagen, ne, bei den Anime-Reactions war ja noch okay, aber jetzt Nickelodeon und Togo, boah. Gerade wenn man die hintereinander wegguckt, das ist das. Was hattest du hier gesagt? Weißt du es noch? Candice von Phineas and Ferb. Einen Moment. Ja. Ja, natürlich. Hey, Ich cool. bin Lea. Hi, freut mich. mich, Lea. Mom, Phineas und Ferb basteln an einem Vorspann. Boah, Das 100%. ist Wahnsinn, ey. Hast du Candice alle Staffeln 1:1, das ist wahnsinnig. gesprochen? Ja, ne? Also, Ja, und es war tatsächlich meine allererste Rolle. Aber dass das so ein Kult wird, hätte ich auch nie gedacht. Also Ja. ich habe Amy Winehouse gesprochen in Back to Black. Oder hast du Elite geschaut? die erste Staffel. Cayetana, ne, die kommt in der dritten. Ah, okay. Alison Stoner habe ich in einem Disney-Film dann gesprochen. Ich wusste es. Nein. Ich sprichst sie doch, aber weil du auch ihre Ich kenne die nur von Step Up. Ist sie das? Ja doch. Ich kenne sie nur von Step Up. Augen hast oder so irgendwie, oder ihr Lächeln. Momo, beruhig dich. Was redest du? Wort an, böse. Wicked. Oder bekommt man das Böse erst eingeflößt? Cool, Wicked, Glückwunsch. Wir hatten Ron Stoppable, der Genau, blonde Kumpel von Kim Possible. Ja, absolut richtig. Ja. Warte. Der Genau, blonde Kumpel von Kim Possible. Ja, absolut richtig. Ja. Die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Deine normale Stimme? Das habe ich auch voll gern geguckt. Wen hast du sonst noch so gesprochen? Ich bin unter anderem die deutsche Stimme von Jake Gyllenhaal. Aber das ist nicht die Stimme, die ich im Kopf hatte, aber. Auch gerne mit Akzent. Han aus Two Broke Girls. Nein, das auch? Andy Samberg aus Brooklyn Nine-Nine. Oh mein Gott. Von Tobey Maguire. Spider-Man-Stimme, das ist Spider-Man-Stimme! Deswegen kam er mir sonst noch so bekannt vor. Mein Standpoint zu den Spider-Man-Filmen ist, es gibt nur 3. Was immer mir Es im gibt Leben nur bevorsteht. 3. Natürlich, Tom Holland macht's auch geil. Und wie hieß der andere nochmal? Oh, Steve Garfield oder so? Auch geil. Gerade, ne, Tom Holland, ich finde, der macht's halt sehr geil, weil der halt dieses Neumodische mit reinbringt, ne? So dieses, weiß ich nicht, es ist halt dieses Neuere. Kann ich verstehen, feiere ich auch so, ne, weil so dieses moderne, so gerade auch mit seinem von Iron Man zusammengeschusterten Shit und so, sehr geil. Aber die ersten 3 sind immer noch die geilsten. Wow. Standpoint zu den Spider-Man-Filmen ist, es gibt nur 3. Was immer mir im Leben bevorsteht. Ich werde niemals diese Worte vergessen. Aus großer Kraft Voll große Verantwortung. folgt große Verantwortung. Ey, du bist Tobey Maguire, what the fuck? Oh mein Alter, Scheiße, Junge, warum denn so einen krassen Spruch da rein? Alter. Boah, das habe ich als Kind damals nie vergessen, bei meinem Patenonkel das erste Mal geguckt. Boah. Ich werde gerade wieder zum Kind, ne? Muss ich halt wirklich sagen, so diese, alleine, ich weiß genau, wie ich da saß, in seinem Wohnzimmer, wo meine Eltern, die waren, ne, die haben dann so Party gemacht mit meinem Onkel und mit meinen anderen Onkel und Tanten und so. Und ich saß da einfach auf diesem chilligen Sofa, ich glaube sogar mit meinem Bruder, saßen wir da einfach, dieser Geruch, neben uns Chips und Schokolade und, ne, Schokolade noch nicht mal, nur Chips, Salzstangen und so. Irgendwas Geiles zu trinken, ich glaube Sprite gab's damals. Ja, Sprite war das. Da lief der Shit. Boah. Ist das verrückt, ey. Mein Gott. Wow. Hier ist Spencer Ah ja, Shay. genau, Spencer war das. Spencer. Wirklich? Oh mein Gott. Mein
großer Bruder. Ehrlich. Ich habe eine kleine Schwester. Ich bin Spencer. Ich bin der verrückte Bruder. Hä, wie cool. Ich hab den so gefeiert. Also das war schon auch eine Rolle, die mir sehr, sehr nahe lag. Ja? So. War auch herausfordernd. Ist ja immer, oh Gott, ich verbrenne mich und so. Also, ist ja, Was war die andere Rolle? Teen Titans, go! Ja. Der heißt Robin, ja. Robin. Robin. Ah, du warst voll gut, voll gut. Also auch von den Teen Titans sogar auch die Hauptrolle, also was heißt auch, ne? Bei Kali war es ja nicht eine Hauptrolle, ne? Aber die Hauptrolle, Teen Titans muss ich ehrlich sagen, ne, natürlich schon mal gesehen, aber nicht bewusst so. Also ab und zu mal irgendwo so Ausschnitte gesehen. Und wen sprichst du noch? Wollt ihr Zeichentricksachen hören oder reale? Alles. Beides. Bei Dragon Ball habe ich mitgesprochen, Tenshin Han. Die Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, ne? Ich meine, ich kann mich an den dreieugigen Hampelmann mit seinen, wie hieß der, Chuzu? Also mit dem Weißen da natürlich voll erinnern und mit seiner Dingensfähigkeit. Genau, so ging die ja. Aber boah, die Stimme kann ich mich gar nicht erinnern. Digimon, Gabumon. Tsunomon, Digitier Gabu. Gabumon. Das geilste Digimon von allen. Oh, da hatte ich damals so einen kleinen Stofftier von. Gabumon war der coolste. Seine Weiterentwicklung war scheiße. Also seine erste Entwicklung. Also, ne, warte mal. Die sind ja erst das Ei, dann diese komischen Dinger, die keine Beine haben, dann Gabumon und danach, das fand ich nicht cool, ne? Dass er einfach dass er auf einmal auf 4 Beinen da steht. Dann wird er ja zu dem Kickboxer. Ne, warte mal. Erst kommt der Kickboxer, glaube ich, ne? Also, ne, wo er dann so steht. Boah, keine Ahnung. Aber der Gabumon an sich, in der Evolution, geilste Pokémon überhaupt. Wow. Beavis und Butthead zum Beispiel auch. Pretty cool, ja. Ne, also so, vielleicht Death Note, euch das was sagt? Ja, oh mein Gott. Stimmt. Gesprochen. Oh mein Gott. An ihrer Stelle wäre ich vorsichtig, Herr Yagami. Eminem habe ich gesprochen. In 8 Mile. Wirklich? Yeah. Das ist cool. Kennst du Supernatural, die Serie? Kennst du die? Red mal weiter. Deswegen, das meine ich nämlich. Das ist so viel geiler, wenn die dann. Natürlich, wenn sie ihre ersten Sachen sagen, finde ich sehr geil, aber wenn die dann nochmal so ein kleines Quiz daraus machen und dann sagen, ey, kennst du die Serie? Weil dann kracht das bei so vielen in meinem Kopf, das ist so cool zu sehen dann. Gerade bei Hussein. Supernatural, die Serie. Kennst du die? Red mal weiter. Sam! Er ist Steve von Supernatural. Ich habe alle Staffeln geguckt, 3-mal. 3-mal! Ich habe es allen meinen Freunden gezeigt. Ich habe es jedem gezeigt, jeden. Omni Spiritus, er ist irgendwie. Du bist Dean? Hi. Wisst ihr noch, was ihr gesagt hattet? Futurama. Fry, habe ich gesagt, heißt der. Mr. Pupibato? Fry. Wer war die zweite Rolle? Waren wir mit South Park richtig? Oh, Aber wer ist es? Es ist wirklich Bartas. Nein. Halleluja, Bartas, stimmt. Aber warum dachte ich denn, ist es Dingens? Kyle? Ne, Kyle ist es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Wahnsinn. Bartas mit dem. Wie kann ich das vergessen? Das war Bartas, na klar. Du hast auch noch eine andere ziemlich bekannte animierte Figur. Ach so, ja. Er wird nicht sterben. Ich weiß, eines Tages wird er Piratenkönig. Und ich lasse euch nicht darüber lachen. Bist du Sanji? Was? Momo! Junge, der Mann, der nimmt alles auseinander und dann will er mir ein Lissop als Sanji verkaufen. Alter, nein. Da muss ich aber auch gleich sagen, vielleicht Schande über mein Haupt oder auch nicht, aber ab dem Zeitpunkt, wo Lissop Ruffy madig macht, wegen wegen dem Schiff, ab da hasse ich Lissop. Lissop kommt seitdem, weiß ich nicht, ich kann den nicht mehr abhaben. Sobald ich den im Anime sehe, drehe ich durch.
weil der mir nur noch auf den Sack geht mit seinen Rumgeheule und allen Shit. Das ist so wahnsinnig. Ah, Mann. Weil davor fand ich den eigentlich immer cool, so seine Geschichten, sein weinerliches, aber auch, ne, so dieses Lustige. Aber ab diesem Zeitpunkt hat er bei mir so verkackt, das ist so unfassbar. Auch wenn jeder natürlich irgendwo so ein bisschen hinterhält, die war gegen Ruffy, oder viele. Aber bei Lysop hat es am meisten gekracht. Okay, dann weiß ich es nicht. Captain Lysop! Ich habe One Piece nie geguckt. Anime, okay. Welcher? One Piece. Das musste man ja wissen. Was hast du sonst Das noch ist so krass, ne? Dieser Anime ist so on top, aber weil so viele Folgen davon raus sind so viele davon abgeschreckt von diesem Meisterwerk. Das finde ich so schade. Aber es ist ja auch die Sache, entweder bist du voll One Piece drin oder gar nicht. So, dieses dazwischen geht gar nicht. Wie bei vielen anderen Sachen auch, aber bei One Piece ist es wirklich so, ja, du bist voll drin, hast dir gefühlt die ganzen Folgen angeguckt oder gar nichts. Das ist Wahnsinn. So richtig Hardcore-Fan oder nix. Aber ich bin immer noch der Meinung, One Piece immer noch, man muss es sich angucken. Egal wie lange es dauert, egal ob du sagst, okay, ich gucke mir 3, 4 Folgen oder 5 Folgen am Tag an, weil du nicht hier so einen Marathon rausmachen willst, kann ich auch verstehen. Mach es trotzdem. Ich meine, ist schade, dass du die deutsche Synchro so wenig Zugriff darauf hast. Wenn ich überlege, ne, Naruto hast du bei Netflix und Amazon Prime, glaube ich. Bleach hast du jetzt sogar bei Disney Plus. So, du hast diese ganzen großen, Dragon Ball ja auch nicht, ne? So diese richtigen krassen Teile wie Dragon Ball Z und One Piece, verstehe ich nicht, warum die nicht groß draußen, also ne, warum die deutsche Synchro nicht da ist. Weil du da halt, gerade bei One Piece, finde ich, merkst du richtig diesen Unterschied vom Zeichenstil, von den ganzen Geschehnissen, die da passieren, aber auch von der Synchro, wie sich die deutsche Synchro entwickelt hat. Wie die am Frühjahr noch nicht mal irgendwelche Sachen sagen durften und heute schmeißen die da mit um sich. Mega geil. so gesprochen? Kennt ihr Ted Lasso, die Serie? Ted Lasso? Da spreche ich Roy Kent. Ist aber schon ein bisschen älter, Peanuts. Wirklich? Oh wow, das ist ja legendär. Pokémon auch. Pokémon? Rock? Nee, ich war mal Tracy am Anfang und Junge, der Name hat mir gar nichts gesagt. Sobald das Bild kam und er wirklich sagt, Tracy, ich war drin. Pokémon auch. Pokémon? Rock? Nee, ich war mal Tracy am Digga, er ist Tracy, klar. Anfang und später dann bei Sonne, Mond und Sterne Kiave. Cool. Bruder, habe ich nicht geguckt, das ist wieder ganz neu. Deine Bruder, wie sieht der aus? Was ist das für ein Zeichenart? Komisch. Wie lange machst du das schon? Ich habe ähnlich wie Marius als Kind angefangen. Meine Mutter war Synchron. Das ist sowieso verrückt. So viele Synchronsprecher als Kind, also die älter sind jetzt, ne? Also natürlich die neueren, da merkst du, okay, die erst ab 16, ne? Oder auch schon ein bisschen als Kind, aber die meisten als Kinder. Oder einfach als Kinder, Kinderarbeit. Und die erste Serie war die Serie Alf. Da habe ich diesen kleinen Jungen gesprochen von der Tenner-Familie. Krass. Also mein Name ist Marco Kröger. Sie machen wahrscheinlich auch schon lange Synchronsprecher. Seit 83. Du bist einfach so eine 83, Bruder. Bruder, 83, der macht seit 42 Jahren, seit fucking 42 Jahren. Wow. Wow. Ist halt, wie gesagt, ne? Ist halt auch ein Wir Job. haben SpongeBob so oft und so gerne geguckt, immer noch. Aber wen hat er noch? Komische Musik, aber. Obwohl ich spreche seit 2011 nicht mehr, also bis 2010 habe ich gesprochen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die Stimme hat sich ja nach einer Zeit geändert. genau. Ja. Genau, kriege ich auch immer noch E-Mails. Sie sind der Traum meiner Kindheit. Also SpongeBob ist auch einer Aber es der ist ja wenigen auch so, dass. Da sage ich auch immer wieder, die Synchronsprecher sind halt wirklich die Helden von den Kindern. So, und dadurch dann aber auch irgendwann die Helden der Erwachsenen.
Es ist einfach so. Es zieht sich halt wie ein Faden da durch. Wir einfach damit groß werden und so. Geil. Serien, die ich sogar jetzt präferiere, immer noch auf Deutsch zu gucken, weil ich finde, die deutschen Stimmen sind sogar noch stärker als die Originalen. Hier hat der Regisseur drauf geachtet. Aber das ist auch wirklich die Sache, die deutsche Synchro wird immer besser. Du merkst halt, dass die Synchronsprecher selber, dass sie sich immer mehr besser reinversetzen können, aber auch selber sich von anderen Synchronsprechern und auch gerade, ne, weil ja jetzt auch die Zeit ist, wo es möglich ist, von den Originalsprechern ihr die ganzen Sachen abgucken können. Das finde ich so geil. Weil früher hattest du ja wirklich, okay, du hattest die Originalstimme und du hattest einfach eine ganz andere Stimme. Klar, ne, die Stimmfarbe und so, ne, ist ja auch gut so, dass du da so einen Unterschied hast. Aber ne, dieses ganze Feeling und so drumherum, was ganz anderes in Deutsch. Heute, oder wir kriegen das so gut hin. Natürlich machen viele auch trotzdem noch ihre eigene Note mit rein, was ich auch sehr, sehr geil finde. Aber, oder, die deutsche Synchro, das ist wahnsinnig. Oder generell, wie die Synchro sich entwickelt. Wow. Dass wir immer zusammen sind. Vor allen Dingen eben gerade Santiago und ich und Eberhard Brüter, der den Thaddeus spricht, oder Kluckert. Also wir waren eigentlich immer zusammen und haben auch vor dem Mikro es entwickelt sozusagen. Krass. Für Deutschland. Hast du zu Hause so Geil. Patrick-Figuren oder so? Ja, hab ich. So ein Patrick-Handtuch oder so, weiß ich nicht. Nee, eine Tasse und vor allen Dingen diese Figur, die es bei Burger King gab. Oh Das cool. war mein allerbester Freund. Sagt die das, oder was? Ja. Mit deiner Stimme? Ja. Wow. Was hast du eigentlich gegessen? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Nein, ich meine heute Morgen. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Und ein bisschen von deinen Mayonnaise Eisbecher. auch ein Instrument? Das hat gehittet. Aber ich finde, da merkst du halt so diesen Unterschied, ne? Wenn du Stimmen direkt erkennst und gerade du merkst generell bei allen, ne, die da jetzt mitmachen, also die das erraten müssen, was die am meisten geguckt haben, wie die darauf reagieren, so. Das ist verrückt. Das hat gehittet. Natürlich, bei Momo ist natürlich nochmal eine andere Sache. Der Typ, der das Gefühl mit dem Fernseher, in dem Fernseher dolle aufgewachsen. Spaß. Bei der Auflösung mehr als beim Raten. Also ich schwitze überall. Ich schwitze auch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja. Auf mal der eine redet, kommt raus, er ist Spider-Man. Candice, so, Legende. Das ist so cool alles, ne? Ganz ehrlich, so einen Tag könnte ich nicht überstehen. Ich würde da wahrscheinlich erstens heulen wie blöd, ne, weil in Erinnerungen hochballern. Oder ich würde einfach so fast regungslos stehen, weil ich es gar nicht realisieren würde. Flashback. Ich war wieder ganz klein, ganz jung. Einfach Patrick. Ich wollte ihn umarmen, aber ich dachte mir, vielleicht wäre das zu übergriffig. Spencer? Damit habe ich auch gar nicht gerechnet, wirklich. Heute war alles da, was meine Generation so gebraucht hat, um ihr Trauma zu lösen. Danke, Datteltäter, dass ich wieder dabei sein durfte. Frieden für die Welt. Assalamu alaikum. Danke fürs Zuschauen, Leute. Es hat uns mega gefreut, hier zu sein. Und hier kommt ihr zu anderen Videos, hier irgendwo in dem Screen. Und könnt ihr uns abonniert diesen abonnieren. Channel. Erstmal den Channel abonnieren und dann uns abonnieren. Hallo? Achso, wenn ich uns sage, dann meine ich ja Datteltäter. Ach so. Okay, ja. Hier könnt ihr Datteltäter abonnieren. Und hier irgendwo könnt ihr uns auch abonnieren. Genau. Ja, guck mal. Da haben die mich nämlich mit gekriegt. Bei dem ersten Teil. Da ist nämlich Aang. So, und wir wissen ja alle, wer am Ende dann nachher stand. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich Aang da sehe. Aber das war ja das andere Video. Dieses Video ist sehr cool. Sehr geile Stimmen wieder. Geile Reaktionen von den Leuten da. Wahnsinn. Aber man muss ja auch immer sagen, ich finde es halt geil, wenn Momo und Hussein dabei sind. Die beiden machen da so richtig. Ne, du hast da so einen Schlauen, oder du hast die sind beide wissen die meisten Sachen, aber die haben auch so diese Euphorie da drin. Das ist mega geil. Natürlich die Frauen auch. Das will ich gar nicht schmälern. Aber da ist so dieses Gefühl, ne? Ich glaube, da ist dann halt der Unterschied von Junge und Mädchen halt so, ne? Da fehlen so ein bisschen mehr diese Mädchen-Sachen. So, weil es ist ja meistens mehr so, was die Jungs geguckt haben. Außer jetzt beim ersten Teil. Aber hier hast du ja wirklich so diese ganzen Stimmen, die
die ich halt zum Beispiel geguckt habe. Wo jetzt zum Beispiel irgendwie ein Mädchen sagen würde, ja, okay, habe ich mir gar nicht angeguckt. So. Vielleicht muss man da auch mal ein bisschen gucken, aber sonst sehr, sehr geil. Also Real Talk, sehr, sehr cool. Und ich bin echt gespannt, was wir sonst noch zu sehen bekommen, weil das wird, glaube ich, das nächste, was wir gucken. Welchen Star spreche ich? Aber da werde ich wahrscheinlich richtig reinscheißen. Aber wir gucken mal. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.